Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Salam alaikum, liebe Geschwister. Wie ihr wisst, ist der Mensch erschaffen worden und der Mensch ist sozusagen nach unserem Glauben auf einer Durchreise. Wir sind auf einer Durchreise. Wie sollen wir jetzt unser Leben gestalten? Also es gibt 3 Arten, wie wir unser Leben gestalten, wie wir diese Durchreise sozusagen durchführen können. Das erste ist, dass ich in meinem Leben nur das mache, was ich zu schätzen weiß und an das, was ich glaube. Also, dass ich diesen Weg nur selber entscheide. Ich entscheide über das, wie ich den Weg gehen sollte. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich binde mich an Leute an und gehe den Weg von den anderen Leuten. Von Leuten, die ich achte, von Leuten, die ich respektiere. Es kann zum Beispiel für manche ein Fußballstar sein, es kann für manche ein Sänger sein, es kann für manche ein hoher Politiker sein. Ich wähle den Weg dieser Leute, also ich binde mich an ihren Weg dran. Was für Schritte die in ihrem Leben gemacht haben, diese Schritte mache ich auch in meinem Leben. Das ist der zweite Weg. Oder der dritte Weg ist der Weg des Schöpfers, der Weg von Allah subhanahu wa ta'ala. Welchen dieser Wege soll ich nun in meinem Leben annehmen? Und nach welchen dieser Wege soll ich in meinem Leben leben? Welchen dieser Wege sollte ich wirklich ans Herz nehmen und nach diesem Weg gehen? Der erste Weg, haben wir gesagt, ist unser eigener Weg. Ich mache das, was ich will. Ich mache das, was ich für richtig halte. Ist das aber auch der richtige Weg? Sollte ich mein Leben so gestalten? Da gibt es ein paar Probleme, wenn ich diesen Weg eingehen sollte. Das erste Problem ist, und zwar, ich habe nicht das genügende Wissen, um einfach meine Ohren zu schließen und zu sagen, ich gehe den Weg, den ich für richtig halte. Ich mache das, was ich will. Diesen Wissen habe ich erstmal nicht. Das Zweite, wir sehen, dass wir viele Sachen, jeder Mensch, bei manchen ist es kleiner zum Glück, bei manchen ist es größer, dass wir viele Sachen in der Vergangenheit bereuen. Also wenn wir die Möglichkeit hätten, eine Zeitmaschine zu haben und wirklich zurück in die Zeit zu gehen, dann würden wir vieles anders machen, was wir heute bereuen. Bei manchen, wie gesagt, sind diese Bereuungen viel höher. Bei manchen sind das wirklich, der hat zum Glück seinen Weg so gestaltet, dass er nicht viele Sachen bereut. Nur vielleicht kleine Sachen. Aber jeder Mensch hat das, wo er sagen würde, könnte ich doch nur zurück und hätte ich diese eine Sache zum Beispiel anders gestaltet. Da sehen wir, dass wir fehlerhaft sind. Da sehen wir zum Beispiel, wenn wir nur nach unserem eigenen Kopf gehen sollten, dass es viele Sachen geben wird, die wir in der Zukunft vielleicht bereuen werden. Deswegen wäre jetzt nicht der erste Weg wirklich das Beste, worauf wir uns entscheiden sollten. Und das wäre nicht der beste Weg, was wir entscheiden sollten oder würden. Der zweite Weg ist, dass wir uns an andere binden. Da sind genau wieder die gleichen Probleme. Die Person, an dem ich mich sozusagen meinem Leben widmen will. Diese Person hat genau dieselben Probleme wie ich. Mit dem Wissen ist er nicht zu 100%ig so, wie es sein sollte, nicht da. Er hat auch nicht zu alles Wissen. Das Zweite, er hat auch bestimmt in seinem Leben Sachen, die er bereut. Deswegen wäre das auch nicht sinnvoll, mich an irgendeine Person blind zu wenden und wirklich mein Leben nach seinem Leben gestalten. Das wäre wirklich auch nicht sinnvoll. Dann bleibt uns nur noch der dritte Weg, der Weg des Schöpfers, dass wir diesen Weg eingehen. Und zwar da sehen wir, warum sollte ich diesen Weg eingehen? Was für Beweise habe ich denn? Was ist denn zu meiner Gunst? Warum sollte ich diesen Weg eingehen? Und zwar sagen wir, derjenige, der uns erschaffen hat, also unser Schöpfer, natürlich kennt er uns besser. Wir können das aus Beispielen. Wir sehen zum Beispiel, der Mensch, es gibt Sachen, die der Mensch braucht. Es gibt nichts, was wir brauchen und das nicht da ist. Alles ist da, was der Mensch braucht. Wir brauchen Flüssigkeit, die Flüssigkeit ist da. Wir brauchen Essen, Essen ist da. Wir brauchen Sauerstoff, Sauerstoff ist da. Alles, was der Mensch braucht für sein Leben, alles ist so perfekt gestaltet und ist da. Da sehen wir, dass der Schöpfer wirklich alles gut durchdacht hat sozusagen. Ja? Alles, was der Mensch braucht, hat der Schöpfer dem Menschen gegeben. So, jetzt ist der Mensch auf der Welt und der wird einen Weg gehen. Also braucht der Mensch auch einen Wegweiser. Auch das hat der Schöpfer uns gegeben, indem er 124.000 Gesandte geschickt hat, in der er uns die Ahlul Bayt a.s. gegeben hat, dass er uns den Weg gezeigt hat, wie wir auf dieser Welt leben sollen, damit wir für den jüngsten Tag bereit sind, damit wir für das, was danach kommt, bereit sind.
Deswegen hat er uns einen Weg gezeigt. Und er weiß besser den Weg, weil er hat ja das alles erschaffen. Er hat ja den Menschen erschaffen. Er weiß genau, was in den Menschen für Potenziale drin stecken. Er weiß genau, was für Triebe der Mensch hat. Er weiß genau, wie der Mensch diese Triebe kontrollieren kann. Und deswegen hat er uns auch einen Weg gegeben. Er hat uns einen Wegweiser geschickt. Er hat uns Propheten geschickt, damit er uns das zeigen kann, wie wir zu leben haben, wie wir leben sollten. Also ist der beste Weg der dritte Weg. Das ist ein Grund. Der zweite Grund, der menschliche Verstand sieht das auch so ein. Also wenn uns zum Beispiel jemand kommen würde und uns, wir sehen das heute bildlich da, wir sehen, es ist ein Virus auf dieser Welt, es ist eine Gefahr zurzeit rauszugehen und deswegen sagt der Staat auch, dass wir uns zu Hause aufhalten sollen, wenn wir wirklich nichts zu tun haben, nicht rausgehen. Und wir sehen auch, dass die Leute sich wirklich, zumindest hier in der Bundesrepublik Deutschland, daran halten. Und zum Glück geht das alles auch zum Besseren hinaus. Da sehen wir zum Beispiel, dass der Mensch auch einen Wegweiser braucht, dass uns jemand kontrollieren muss, wie in der heutigen Zeit. Also widmen wir uns Allah. Also wir sehen auch, weil es ja zurzeit so eine Krise gibt. Also was sagt der Verstand uns? Der menschliche Verstand sagt, bleib zu Hause. Der menschliche Verstand sagt, halte dich an die Hygieneregel, damit du dich nicht ansteckst. Es ist eine Gefahr da. Also 124.000 Propheten sind gekommen, um uns zu warnen an den jüngsten Tag, damit wir dort vernünftig wieder erscheinen. Damit wir nicht mit voller Sünden dort erscheinen. Wir wurden alle gewarnt. Also wenn uns heute, wir nehmen den Beispiel mal noch tiefer, noch gründlicher. Es braucht nicht nur ein Staat, um zu sagen, zum Beispiel geht nicht raus, dort ist ein Virus. Auch wenn nur eine Person zu uns kommen würde und uns warnen würde und sagen würde, bleibt mal heute zu Hause, denn draußen ist es unsicher. Würden wir uns, der menschliche Verstand, wenn er wirklich nichts zu tun hat, würde er auch zu Hause bleiben. Er würde sagen, ich bleibe einen Tag zu Hause und halte mich an die Regeln. Und wenn alles wieder morgen gut ist, gehe ich raus. Das von einer fremden Person, wenn uns wirklich nur eine fremde Person warnen sollte, würden wir uns an diese Warnung halten. Jetzt sind 124.000 Propheten gekommen und warnen uns. Also sagt der menschliche Verstand auch wirklich, halte dich daran. Das ist der erste Beweis durch unseren Verstand. Der zweite Beweis, dass wir uns an den dritten Weg, also an den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala halten sollten, ist die Natur des Menschen. Die Natur des Menschen ist so gestaltet, dass er etwas anbeten soll. Die Natur des Menschen ist so gestaltet, dass er seinen Schöpfer findet. Nur das Problem ist, manchmal kann es geschehen, manchmal kann es passieren, dass wir unsere Natur durch manche Taten bedecken, durch manche Sünden bedecken und deswegen nicht zu unserer Natur finden. Aber die Natur des Menschen ist so, dass er seinen Schöpfer findet. Wir sehen das, wenn wir zum Beispiel Probleme haben. So wie in der heutigen Zeit. Wir sehen, das Beten an einem Gott, das Beten an Allah, egal welcher Religion man angehört. Die Leute haben sich wieder zugewendet an die Religion. Die Leute wollen Hoffnung von der Religion, die Leute wollen Hoffnung von Gott, die Leute brauchen Hoffnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen wenden die sich an den, an dieser schwierigen Zeit. Also sobald der Mensch in Schwierigkeiten ist, wird diese Natur wieder erweckt und er findet zu seinem Schöpfer wieder zurück. Es ist in der Natur des Menschen, Gott anzubeten. Wir sehen das auch in der Geschichte des Menschen. Vor tausende Jahren, die Menschen haben immer an irgendwas geglaubt. Auch wenn es falsch war. Sie haben an die Natur geglaubt, sie haben an die Sonne geglaubt, sie haben an den Mond geglaubt, sie haben zig Sachen angebetet. Also sehen wir, es ist in der Natur des Menschen etwas anzubeten. Und deswegen hat uns Allah 124.000 Propheten geschickt, damit sie, weil er weiß, der Mensch hat in den Trieben, er hat das in seiner Natur, dass er etwas anbetet. Die Propheten sind nur gekommen, um uns das richtige Anbeten zu zeigen, um uns für das Richtige zu lenken. Also nicht, dass wir die Sonne anbeten oder den Mond anbeten oder irgendwie die Natur anbeten, sondern nein, wir sollen nur den einen Schöpfer, Allah subhanahu wa ta'ala, anbeten. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.